Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, hier heute bei unserem neuen Dreh, heute in Hamburg vor einem wunderschönen Schloss. Und weil das sehr, sehr edle, feine Mercedes sind, haben wir gedacht, wir fahren mal hierher, wir zeigen euch das mal in dieser tollen Landschaft hier, in dieser tollen Kulisse, denn da gehört so ein Wagen eigentlich hin. Und zwar deshalb, er kommt aus einer ganz bedeutenden ersten Hand, Schweizer Großunternehmerfamilie, weltbekannt durch ihre Produkte. Dementsprechend ist der Wagen auch gepflegt. Das Auto ist 1970 bestellt worden und auch geliefert worden. Wir haben hier noch die ganzen Bestellunterlagen, auch den Kaufvertrag, das könnt ihr hier sehen. Auto hat mal gekostet 44.000 Schweizer Franken, hat eine gute Ausstattung bis hin zur Mittelautomatik und weiteren, ist dann ausgeliefert worden nach Luzern und war bis zum Jahr 2020 in diesen Händen. Das heißt, das Auto war 50 Jahre lang in einem Besitz, hat einen absolut wirklich wunderschönen Topzustand. Ein Restaurierungskollege hat das Auto dann aufgestöbert, gefunden, hat ihn dann zu sich geholt, hat ihn im Detail wieder restauriert. Also der Wagen war nicht auseinander, hat größtenteils auch einen ersten Lack, aber hat ihn wieder in den Jahreswagenzustand gebracht und das konnte man auch, weil er sehr wenig gelaufen hat. Hat diese seltene Farbe 904, viele lassen sich das heute 904 lackieren, weil sie das toll finden, aber original geliefert 904 ist er hier gewesen, einer von ganz, ganz wenigen. Also soweit ich weiß, gibt es nur fünf Fahrzeuge als Coupé, die 904 waren. Und geheißen hat der Wagen 280 SE 3,5 Coupé. Das ist ein Flachkühler-Coupé, damals entwickelt worden als Nachfolger vom 300 SE für den amerikanischen Markt. Die fanden das ein bisschen besser, das mit den Breiten. Gab auch keine Vollchrom-Stoßstangen mehr. Seht hier diese Gummilippe. Bis zu dem Zeitpunkt 1969, als der Wechsel war, gab es das ja noch voll in Chrom. Das hat er nicht mehr, aber ansonsten, und das möchte ich euch mal zeigen am Auto, also hier sieht man, dass das Auto noch nicht auseinander war, dass er top gepflegt war. Das ist das originale Spaltmaß von Mercedes, da gibt es keine neuen Kotflügel, der Chrom ist noch authentisch neuwertig, sitzt hier in einer Flucht, schaut euch das mal an hier vorne. Also wirklich in einem absolut perfekten Zustand das Auto und technisch ist er eben auch revidiert, überprüft worden. Ja, und so sieht das dann aus. Mercedes 280 SE 3,5 auf dem Heckdeckel. Das hieß 8 Zylinder, 200 PS. War damals ein sehr, sehr moderner Motor, der 200 Stundenkilometer gebracht hat mit dem Coupé. Und weil wir das so wunderschön hier stehen haben, wir haben es als Cabrio, als Pärchen, haben wir gedacht, den fahren wir jetzt mal hier vor Schloss und zeigen euch das mal. Das sind beides ganz, ganz edle Autos. Und die sind deshalb noch so edel und haben diese tolle Anmutung, weil das ist das letzte Fahrzeug von Mercedes, was per Handarbeit gefertigt wurde, mal vom Mercedes 600 abgesehen. Danach gab es dann die Baureihe 107 350 SL und war vorbei mit Handarbeit. Und unser Coupé, was wir hier in dunkelblau haben, der hat eine Laufleistung von original 111.000 Kilometern, was sehr wenig ist. Und das ist durch Scheckheft, ich kann euch das mal zeigen, das ist hier fotografiert. Also alles vorhanden. Es gibt alles zu dem Wagen, was es zu so einem Auto geben muss, seht ihr hier. Wie gesagt, Schweizer Großfamilie, die haben sich darum gekümmert, dass da also alles en Detail gepasst hat. 29. April 1970 bei Mercedes gekauft. Das war dann der Kaufvertrag. Hier ist der Prospekt. Und so haben die Autos seinerzeit ausgesehen auf dem tollen Prospekt. Das war ein S-Klasse Coupé oder Cabrio. Und das war das Beste, was man bei Daimler-Benz damals ordern konnte. Es gab zwar noch einen 6.3er und noch einen 600er mit der ganz großen M100 Maschine. Aber die 3.5er laufen eigentlich charmanter, ein bisschen ruhiger und sind fast genauso schnell. Und wenn man solche Autos in einem wirklich guten, originalen Zustand heute noch bekommen kann, finde ich, ist das was ganz Besonderes. Also unser 3.5 Cabrio hier vorne ist 5. Hand, hat einen Pappdeckelbrief, kommt aus Bielefeld, auch ein deutsches Auto. Ihr könnt das übrigens auch erkennen, die haben beide keine Klimaanlage. Hat man in Europa damals nicht bestellt. Die US-Autos hatten immer Klimaanlage, diese hier nicht. Ja, und die Qualität von den Autos, ich mache hier einfach mal einen Kofferraum auf. Schaut mal hier die Lichter. Also das ist alles in einem vorzüglichen Top-Originalzustand. Also bei solchen Unternehmerfamilien, die haben es sich leisten können, dass die Autos immer gepflegt wurden. Und dementsprechend ist der Zustand, der Name und der Eigentümer dieses Fahrzeuges hier ist weltweit bekannt. Ich mache euch jetzt mal den Motor auf vorne, damit ihr mal sehen könnt, wie eine 3,5 Liter Maschine aussieht. Insbesondere so eine, die ja wirklich gepflegt ist. Schaut mal bitte hier, das ist V8. 8 Zylinder, hatte 3,5 Liter Hubraum. War so in 8 Sekunden auf 100, ist 205 Stundenkilometer Spitze gelaufen. Hier vorne könnt ihr übrigens an der Fahrgestellnummer die 026 sehen, das heißt Coupé.
Und da drüben gucken wir gleich mal 027 heißt Cabrio früher, weil die ja sehr teuer sind. Die Cabrios kosten ja mehr als das doppelte wie so ein Auto. Da haben sich einige Leute einfach das Dach abgesägt und haben gesagt, gut, ich habe ein Cabrio, aber da müsst ihr immer da drauf gucken, ob die Nummern stimmen. Und wenn da eine 026 ist, ist das mal als Coupé zur Welt gekommen. Ja, Flachkühler, das könnt ihr hier sehen, der ist 7 cm flacher gewesen als der Hochkühler vorher. Wobei ich auch einen Hochkühler wunderschön finde bei dem Auto. Aber das war ab 1969 September dann halt eben so der Fall. Und es sind von dem Auto, von diesem und von diesem 3250 Autos gebaut worden. Was also nicht viel ist, sind viele verrostet, verunfallt und einfach nicht mehr da. Und vom Cabrio gibt es nur 1240 Stück, also sehr, sehr selten. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie schön diese beiden Cabriolets da nebeneinander stehen, das heißt Coupé und Cabriolet ist ja eigentlich ein Pärchen, finde ich, ist einer der schönsten Mercedes, die Mercedes je gebaut hat. Haben ganz tolle Linien, die fahren sich modern. Diese gleiche Technik, die hat man ja hier erst 1969 angefangen, die später in der Baureihe 116 auch weiter eingesetzt worden, noch lange, lange Zeit. Bis 1980 sind diese Maschinen noch gebaut worden. Im 350 SE ist euch sicher bekannt, in der Baureihe 116. Man kann hier eigentlich einen schönen alten Klassiker noch kaufen mit einer relativ modernen Technik. Der verbraucht so zwischen 12 und 18 Liter. Das ist eigentlich soweit ganz in Ordnung. Das ist nach heutigen Maßstäben vielleicht ein bisschen viel, aber wenn ich mir überlege, dass die Wagen 50 Jahre alt sind, dann noch so eine Qualität haben. In der Zwischenzeit haben sich 4 Leute einen Golf gekauft, die sind in die Schrottpresse gekommen. Also wie viel Energieaufwand das erzeugt. Und ich meine, so ein Wagen wird vielleicht 2000 Kilometer im Jahr bewegt oder 3000. Und was da noch dazu kommt, die Autos haben eine extrem hohe Werthaltigkeit. Also ich habe da bisher einen Wertverlust noch nie feststellen können. Coupés, die liegen so, ich sag mal, zwischen 100 und 200.000 Euro, je nach Zustand. Wobei ich euch wirklich sagen kann, schaut mal hier ins Holz, wie toll da gerade die Sonne so reinscheint. Das sind wirklich gute Autos. Also wenn man sich das Armaturenbrett anguckt, mit welcher Gediegenheit und mit welcher handwerklicher Kunst das zusammengefügt wurde und wie aufwendig vor allen Dingen, da ist so ein Wagen immer sein Geld wert. Und das ist auch das Gefühl, die Anmutung, wenn ihr fahrt mit so einem Wagen, die ist einfach toll. Einfach ein wunderschönes Fahrzeug, eine gute Qualität. Beide Autos haben eine gute Historie. Und ja, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Jetzt habe ich, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Wir hatten ja schon 3.5er so das eine oder andere Mal. Wir fahren jetzt noch ein bisschen mit diesen wirklich schönen Wagen. Stehen übrigens beide in Hamburg hier oben und ja, sind in einem wirklich guten Zustand. Schöne Autos, voll dokumentiert, gute Historie dabei, alles, was es braucht. Also 904 ist eine ganz, ganz seltene Farbe bei dem Auto. Die wird heute zwar oft lackiert, weil die Leute das toll finden, aber original gibt es das nicht. Aber wir haben es dokumentiert, der war immer dunkelblau. Auto hat einen größtenteils ersten Lack, ist auch sonst in den ganzen Details, wenn ihr hier euch den Chrom an den Fenstern anguckt, ist alles in einem sehr, sehr schönen, guten, originalen Zustand. Das musste alles nicht erneuert werden, sondern nur aufgearbeitet werden. Ich vermute mal, dass das Auto immer chauffeurgepflegt war, dass man immer, also so wie was war, hat man es in der Inspektion gebracht. Man merkt das auch, wie er läuft. Das ist ein Auto, was wunderschön fährt. Und das Tolle beim Coupé, wir haben gerade alle 4 Scheiben runter und es zieht überhaupt nicht. Der Wagen hat ja hier keinen Mittelpfosten. Dadurch kann man den herrlich 80 bis 100 fahren, wird überhaupt nicht krank. Der Wagen läuft so. Und da sage ich mal, da ist nicht mal ein Schiebedach nötig. Das geht so wunderbar zu fahren. Ein toller Reisewagen. Das ist ein Auto, was 500 Kilometer Reichweite hat, was sich super bewegt, was ungefähr 14, 15, 16 Liter verbraucht im Schnitt, Spitze über 200 fährt. Also damit ist man wirklich schnell und gut angezogen und man kommt an jedes Ziel. Und hinzu kommt ein vollwertiges, 4-sitziges Cabrio. Da passen wirklich 4 Leute rein. Und hinten der Kofferraum ist auch riesig bei so einem Wagen. Passen also mehrere Koffer rein. Ihr könnt wirklich zu 4 eine ganz tolle Reise machen. Also nicht nur Kinder, nicht nur 2 Kinder und 2 Erwachsene,
sondern den Wagen könnt ihr richtig schön bewegen. Und das Tollste ist natürlich, wenn der so gut im Zustand ist. Hier ist übrigens die Heizung hier vorne. Hebelchen bewegen sich auch wunderbar. Also all das geht, wie sich's gehört. Ist halt ein Top-Pflegezustand. Hier vorne die schöne Lederbrille ist ja vom Design aus. Also wie schön hat man damals ein Drehzahlmesser und ein Tachometer praktisch hervorgehoben durch das Design. Fein und edel in Leder verkleidet. Das war ja bis 1968, 69 sogar noch aus Holz. Da gab es eine Holzbrille. Ja, also das ist allerhöchste Güte. Das Auto hat übrigens 37.000, 38.000 D-Mark damals gekostet, was ein Haufen Geld war. Also für ein Drittel gab es einen Mercedes 200. Das war auch schon immerhin ein Mercedes. Und es hat halt eben damit zu tun, dass diese Qualität bei dem Wagen extrem aufwendig war und hochwertig. Und ich glaube, dass man ab 1971 ist das einfach nicht mehr möglich gewesen. Deswegen haben sie es weiter eingestellt. Und das hält sich ja leider bis heute hin, dass solche Fahrzeuge immer preiswerter gebaut werden und die nächsten Jahre kaum überleben. Wir haben einen 350er Kombi, ein T-Modell Mercedes, hat ja vorne auch einen Chromkrühler, habe ich immer gedacht. Das Auto ist 5 Jahre alt und da blätterte jetzt alles ab, das ist nur Plastik. Da haben sie uns jetzt für 500 € von Mercedes so einen neuen Kühler drauf gesetzt, also einen Kühlergrill, ja. Da habe ich auch gedacht, ja, da ist ja nicht mal mehr das, was nach Chrom aussieht, ist Chrom. Das ist alles nur noch billiges Plastik. Und das finde ich ein bisschen schade. Und da muss sich so manch einer mal Gedanken machen, ob es nicht besser ist, so einen Wagen aus höchstwertigen Materialien zu pflegen. Dann wird er nämlich 50 Jahre alt, so wie unser, und ist immer noch toll. Und ich kann euch sagen, wenn der weiter so gepflegt wird, dann wird er auch noch 50 Jahre alt und muss nicht weggeworfen werden. Und wenn man dann mit dem Thema Wasserstoff die alten Maschinen auch noch laufen lassen kann, das zeichnet sich ja ab, ist das Auto sogar noch absolut umweltbewusst, also und sehr viel ökologischer als all das, was heute gebaut wird, von Batterie mal ganz zu schweigen. Ja, das ist unser 3,5 Liter Coupé, hat einen 80 Liter Tank, läuft 200, ist knapp 5 Meter lang, ist übrigens sehr übersichtlich, hat ja hinten die angedeuteten Flossen noch aus der Heckflossen-Ära. Die sind aber hier nur noch klein, aber man sieht die Ecken, wo das Auto aufhört, und die schönen Kotflügel vorne rechts und links sind sehr übersichtlich, und dadurch, dass er also hier Servolenkung hat, ist auch für eine Dame ganz leicht zu bewegen. Und schaut mal, wie toll so ein Auto läuft. Der macht auch Geschwindigkeit, der liegt ganz bequem auf der Straße, bremst gut durch die 4 Scheibenbremsen. Also tolles Fahrzeug, und gehandelt werden diese Autos zwischen 100 und 200.000 €, je nach Zustand. Ihr müsst halt gucken, es gibt schon sehr, sehr viele schlechte Autos. Immer nur einen guten kaufen, auch wenn der vielleicht 50.000 mehr kostet. Aber das macht sich bezahlt, denn wenn so ein Auto einmal kaputt ist, das wiederherzustellen kostet ein Vermögen anhand der sehr, sehr hochwertigen Materialien. Ja, hier, guck mal hier. Also der rauscht richtig ab. Ich glaube, das habt ihr gerade gemerkt. Die Autos sind schnell. Die haben Druck, die haben ein gutes Drehmoment von fast 400. Also kann mit modernen Autos echt mithalten. Nur dass man halt eben ein wesentlich schöneres Auto fährt mit einer wirklich tollen Anmutung. Also kann ich nicht anders sagen. Und man sitzt auch gut. Der hat ja ganz schwere Ledersitze, er hat sogar Kopfstützen. Es war damals ein Aufpreis. Aber man sitzt hier super bequem in dem Wagen. Man kann lange Reisen fahren. Und noch was. Top-Geldanlage. 3,5 Liter Coupés im guten Zustand sind immer eine Top-Geldanlage, seitdem ich mein Geschäft mache. Und das ist bald 40 Jahre, geht das nur nach oben. Aber es gibt auch immer weniger wirklich gute Autos. Da müsst ihr genau gucken nach dem Spaltmaß. Stimmt die Historie? Sind es gute Autos? Also das hier ist wieder ein Cargold-Auto mit Cargold-Qualität. Und wir haben ja glücklicherweise die letzte Zeit durch unsere Werbung und durch unsere vielen Filme haben wir so viele tolle Sachen angeboten bekommen. Und wir wollen auch nur noch sowas machen. Also wenn ihr bei uns ein Auto kauft, ist das wirklich gut. Oder halt eben auch was ganz Besonderes anhand der Historie oder der Seltenheit. Wenn ihr sowas habt oder kennt, ruft mich bitte an, bietet uns das an. Da haben wir größtes Interesse dran. Und ihr seht ja, dass wir auch richtig Freude damit haben. Gute Autos machen immer Spaß, halten den Wert und sind was Besonderes. Ja, da ist unser Schloss wieder. Man hat uns erlaubt, hier zu drehen. Das passt natürlich mit diesen tollen Autos gut. Danke sehr.
Das meinte sie, eben hat sie erst gemeckert und dann ist sie freundlich geworden. Ist egal. Ja, es hat mir wieder Spaß gemacht mit euch, diese wirklich schöne Probefahrt. Da steht unser Cabrio noch von vorhin. Dieses wunderschöne 111er Cabrio. Auch wunderschön original in vielen Details. Toller Wagen. Stellen wir ihn wieder daneben, neben das Pärchen. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschütz. Ach ja, noch was. Ganz vergessen, wir haben in Kürze 10 Millionen Aufrufe. Das ist ja wirklich toll. Wir machen das jetzt noch keine 2 Jahre. Und mittlerweile sind über 10 Millionen oder fast 10 Millionen. Wir müssen es die nächsten Wochen überspringen. In 2 Jahren bei uns zu Gast zu Besuch gewesen. Also das motiviert und wir werden das weitermachen. Also nochmal, alles Gute, euer Stefan Luftschütz und tschüss.